Wir wollen in den Workshops zwei Sachen verbinden. Einmal auf den Sonderforschungsbereich aufmerksam machen und zeigen, was da gemacht wird und was das Thema ist. Wie kann ich KI verstehen, beziehungsweise wie kann KI auch verstehbar werden. Einmal kann man die Maschinen dann entsprechend sich vorstellen, dass die so etwas können, dass sie auf den Menschen eingehen können. Aber von der anderen Seite kommt es ja auch darauf an, was die Menschen dann machen. Können die dann auf diese Angebote eingehen? Das ist eigentlich die Seite, die wir uns hier angucken wollen. So ein bisschen mit so einem didaktischen Hintergrund auch. Wie können wir die Menschen befähigen, solche passenden Fragen oder so eine Untersuchungshaltung gegenüber KI einzunehmen? Keine Scheu, wenn euch irgendwas stört, wenn ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Probleme habt, fragt mich einfach. Im Endeffekt kriegen wir alles hin. Wenn irgendwann Röntgenaufnahmen von einem KI-Algorithmus ausgewertet werden und nicht mehr von einem Arzt, wenn autonome Autos durch die Gegend fahren, dann ist es ein Muss für einen jungen Menschen heutzutage, irgendwie zu wissen, was da passiert, um da auch Vertrauen zu schaffen. Also von der Exkursion erwarte ich jetzt erstmal, dass die jungen Leute einen Einblick bekommen in das Thema KI. Ist ja doch in den letzten Jahren sehr schnell sehr groß geworden und es ist so auch, dass man so ein bisschen als Lehrkraft das Gefühl hat, dass man da nicht so richtig hinterherkommt. Also man kann sich, wenn man gerade alleine in der Fachschaft ist, nicht so schnell einarbeiten, wie die Fachwissenschaft vorankommt. Die Box wird verwendet, um Daten aufzuzeichnen, die anschließend von einem Computerprogramm ausgewertet werden können. Co-Konstruktion bedeutet eben genau im Gegensatz dazu, dass ich jetzt zum Beispiel dir eine Erklärung gebe und dann davon ausgehe, dass du die sofort verstanden hast, dass eigentlich eine Erklärung von beiden gemeinsam konstruiert wird. Nämlich dadurch, dass ich vielleicht anfange, was zu erklären, aber dann kommt eine Nachfrage. Und die Nachfrage kommt zu einem ganz spezifischen Punkt von meiner Erklärung. Und das kann ich vorher auch nicht vorhersehen. Und dann gebe ich natürlich eine spezifische Antwort auf diese Frage und dann ergibt sich vielleicht eine neue Frage. Das heißt, die Erklärung, die nachher resultiert, die ist eigentlich von uns beiden dann ko-konstruiert. Also ihr sollt einfach das aufschreiben, was euch eben auffällt. Ne? Beobachtet das mal ein bisschen, guckt mal die Werte an. Das Ziel hier bei den Workshops ist natürlich auch den Schülerinnen und Schülern eigentlich von Anfang an beizubringen oder klarzumachen, dass sie einen großen Anteil daran haben, wie so eine Erklärung von einer KI tatsächlich aussehen kann. Und das Ziel ist eben, Personen sozusagen oder in diesem Fall die Schülerinnen in die Lage zu versetzen, überhaupt Fragen stellen zu können. Es ist ja auch oft so, wenn man gar nichts weiß von einer Materie, dann kann man auch keine Fragen stellen. Von daher ist es hier wichtig, auch in den Workshops überhaupt erst einmal bestimmte Grundlagen zu vermitteln, dass Fragen gestellt werden können und eben auch ganz klar zu vermitteln, dass Fragen gestellt werden sollen. Also bisher finde ich es ganz gut, dass wir auch Aufgaben bekommen und das konkret ausprobieren können mit so Gegenständen. Und bin ich gespannt, was wir jetzt gleich noch machen dazu. Während den Workshops nehmen wir unterschiedliche Arten von Daten auf. Zum einen gibt es einen Fragebogen, mit dem wir ein bisschen überprüfen wollen, wie so die Einstellung ist gegenüber künstlicher Intelligenz und allgemein auch Technologien. Und dadurch wollen wir rauskriegen, ob sich denn durch die Workshops die Einstellung so ein bisschen verändert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den großen Co-Construction-Anteil. Das heißt, wir haben mehrere Phasen, wo sich die SchülerInnen mit der Technik auseinandersetzen. Und dort zeichnen wir dann Videos auf, die wir dann analysieren, um festzustellen, ob es gewisse Handlungsmuster gibt, wie man dann dieser KI begegnet. Ich denke, die haben auf jeden Fall bewusster über KI nachgedacht, als sie es bisher in ihrem Alltag so getan haben. Das hat man auf jeden Fall auch an den Anfangsfragen gesehen, da war das alles noch sehr vage. Ne? Und wir haben das dann immer so ein bisschen behutsam in diese Richtung gelenkt. Die haben die ganzen technischen Fragen gut gelöst und dann muss man eben überlegen, sind da jetzt ethische Fragen zum Beispiel mit verbunden? Aber diese Fragen kommen häufig erst auf, wenn man sich so den technischen Möglichkeiten bewusst ist. Super, ich bin richtig beeindruckt, das habt ihr echt gut gelöst. Es waren keine einfachen Aufgaben, haben alle gut gemacht. Top. KI kann uns in sehr vielen Bereichen ein Vorteil sein und
helfen, schwierige Probleme zu lösen, weil sie einfach viel effizienter arbeiten kann und Probleme viel schneller identifizieren kann. Allerdings muss man bei ein paar Dingen auch vorsichtig sein. Deswegen sollte man da immer eine gute Diskussion führen, wie man die künstliche Intelligenz anwendet.